Den Unternehmer im nächsten Beitrag haben wir bereits mehrmals begleitet. Eddie Tyler hat einen Spray zur Wundheilung entwickelt. Bis heute ist ihm der Durchbruch nicht gelungen. Jetzt hat er sich zu einem radikalen Schritt entschlossen. Deshalb beginnt die folgende Geschichte auch nicht in der Schweiz, sondern viel weiter im Norden. Island. Eine Gegend nahe dem Polarkreis. Eine Fischfabrik. Und ein Schweizer Unternehmer. In Eddie Tylers Berufsleben hat sich in letzter Zeit vieles verändert. Aber der Reihe nach. Vor 9 Jahren. Eddie Tylers erstes Produkt läuft vom Band. Ein Ölwundspray auf der Basis von Naturstoffen. Im Laufe der Jahre gelingt es ihm, Ärzte von seinem Spray zu überzeugen. Bis nach Südkorea. In mehreren Ländern erlangt er die Marktzulassung. Aber das Nischenprodukt wird nicht zum Erfolg. Eddie Tylers Firma schreibt bis heute rote Zahlen. Im Januar dieses Jahres dann die Flucht nach vorn. Mit dieser Unterschrift sollen alle Aktien der Schweizer Firma in isländische Hände übergehen. Eine neue Chance für die 5 Mitarbeiter des Zürcher Unternehmens. Aber für Eddie Tyler auch das Ende der Selbstständigkeit. Ich habe das Ganze gestartet. Also auch wenn es jetzt extrem schön weitergeht, muss ich ja doch auch irgendwo ein Kapitel zumachen. Und ich habe in verschiedensten Bereichen auch realisieren, dass Sachen nicht so gegangen sind, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist auch nicht immer nur einfach. Fertram Sigurjonsson hat in Island ebenfalls ein Produkt zur Wundbehandlung entwickelt. Diese Übernahme ist für ihn der perfekte Deal. Als wir vor einem halben Jahr unsere Gespräche aufgenommen haben, erfuhren wir, dass Schweizer Krankenkassen die Kosten für unser Produkt übernehmen würden. Uns wurde klar, dass wir hier mehr brauchen als einen Vertriebspartner. Der Zukauf aus Zürich wird zu einer Tochtergesellschaft. Eddie Tyler soll die Expansion der isländischen Firma in Europa vorantreiben. Bisher ist Kerecis vor allem in den USA erfolgreich. Um seine neue Besitzerfirma kennenzulernen, reist Eddie Tyler in den Norden Islands. Gemeinsam mit dem Firmengründer und seiner eigenen Wundexpertin besucht er die Fischfabrik, aus der Kerecis ihren Rohstoff bezieht. Es geht um die Häute der Dorsche, die bei der Verarbeitung der Fische anfallen. Wir haben nach etwas gesucht, das der menschlichen Haut so ähnlich wie möglich ist. Und siehe da, am nächsten kommt man der menschlichen Haut mit Fischhaut. Jetzt wissen wir endlich, wo der Dorsch ist. Am Firmensitz des Medizinalunternehmens hat die neue Tochterfirma aus Zürich schon eine eigene Uhr erhalten. Die Isländer sind mit ihrem Produkt in einem weit lukrativeren Bereich unterwegs. Ihre Fischhaut kommt ausschließlich im Spital zum Einsatz. Während Eddie Tylers Spray für 25 Franken zu haben ist, kann Fertram Sigurjonsson für die verarbeitete Fischhaut bis zu 1.500 verlangen, je nach Größe. 30.000 Menschen mit chronischen Wunden wurden bisher damit behandelt. Auch vom Marketing von Kerecis kann Eddie Tyler viel lernen. Ich habe mich auf die Kommerzialisierung konzentriert. Als der Anfang schleppend lief, weil die Fischhaut als etwas Exotisches wahrgenommen wurde, arbeiteten wir an besserem Marketing. Wir sind nicht wieder ins Labor gegangen und haben versucht, das Produkt zu verändern, sondern wir haben versucht, anders in den Markt einzutreten. Mit hohen Preisen und massivem Marketing wächst Kerecis schnell. Seit 4 Jahren ist die Fischhaut auf dem Markt. Kerecis zählt bald rund 100 Angestellte. Nun sind die Spitäler in Europa dran. In Schwyz will Fertram Sigurjonsson gemeinsam mit seinem USA-Länderchef sehen, wie die Fischhaut angewendet wird. Sie treffen auf Irene Mettler.
Sie hat sich vom Wanderschuhetragen eine Wunde zugezogen, die seit einem halben Jahr nicht zuheilt. Für solch chronische Wunden ist die Fischhaut gedacht. Dieses Stück kostet 500 Franken. Die Krankenversicherung bezahlt. Es wird auf der Wunde bleiben und mit der Haut verwachsen. Haben Sie es zum ersten Mal gesehen? Nein, Tausende. Ja. Er hat es entwickelt. Ja, er hat es gesagt. Das erste Mal in der Schweiz. Der Spray, den Eddie Tyler entwickelt hat, ist für solch schwere Wunden nicht geeignet. Der Arzt kennt und nutzt ihn. Aber er wundert sich nicht, dass Öl auf einer frischen Wunde wenig Akzeptanz findet. Man hat immer das Gefühl, da muss doch alles sauber weggemacht werden, so wie ich vorher mit Masken und Hut das behandelt habe. Es ist halt einfach eine kleine Gesellschaft, die auch so funktioniert, dass man im Prinzip viel mehr Rundum-Produkt hat. Und ein Spray, wo man einfach drauf auf eine Wunde tut, ist quasi wie zu einfach zum Anwenden. Die Frage ist, ob man mitspielen in diesem Markt und halt auch das Produkt extra kompliziert machen. Und das ist halt einfach nicht unsere Art bis anhin. Eddie Tyler arbeitet nun an einer Wundauflage, die sein Öl enthält. In Island dagegen nimmt Kerecis viel Geld in die Hand, um die Klientel an sich zu binden, die Ärzte. Vor allem aus den USA, aber auch aus Taiwan sind sie gekommen. Wir wollen hier die Kerecis-Familie vergrößern. Das ist ein sehr persönliches Treffen. Wir wollen sie kennenlernen. Die Ärzte demonstrieren, wie sie die Fischhaut einsetzen und damit teilweise Amputationen verhindern. Auch Werner Herzig aus Schwyz ist da. Und Eddie Tyler sieht die Chance, sein Produkt in den USA bekannt zu machen. Gar der isländische Präsident ist zugegen. Er kann kaum glauben, was Kerecis gelungen ist. Was sagten Sie? $4.000 für einen Dorsch? Und wir haben die Haut immer an die Hunde verfüttert. Kerecis hat alle Flüge und Unterkünfte für die Ärzte bezahlt. Zum Abschluss gibt es für alle eine Nordlichtertour, bei der zwar keine Nordlichter zu sehen sein werden, aber isländische Naturspektakel. Und bei jedem Halt wird viel Alkohol gereicht. Mit dem Abschluss des Workshops geht auch Eddie Tylers Woche in Island zu Ende. Das ist wie in einer Beziehung. Am Anfang ist man verliebt und jetzt wird es ein bisschen ernster. Jetzt ist man am anderen Morgen aufgewacht und haben mal herausgefunden, wie die Sachen so sind. Und ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass der Prozess anfangen kann, dass man auch eine echte Beziehung anfangen zu arbeiten. Ein Jahrzehnt seines Lebens hat Eddie Tyler hergegeben. Jetzt hat ein anderer die Kontrolle über sein Werk. Es könnte sich für beide Seiten als Glücksgriff herausstellen.